Aloha, schöne Seele. Ich grüße dich ganz herzlich zu diesem Video, in welchem ich mit dir gemeinsam eintauchen möchte in einen Auszug aus einer meiner Jahresgruppen. Dieses Channeling bearbeitet das Thema Entfalte deine Kräfte oder Entfalte deine Kraft. Und ich fand es sehr spannend, vor allem auch die Meditation, wie du dich verbinden kannst mit der Erde, mit dem Himmel, so aus deinem Herzen heraus. Und natürlich ist der Einstieg von Saint-Germain bezüglich diesem Thema sehr interessant gewesen. Also, lausch doch mit mir mit, atme mit mir mit und meinerseits viel Vergnügen und danke fürs Vorbeischauen. Herzlich willkommen zu unserem morgendlichen Studium mit Saint-Germain. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder fast alle hier seid und dass wir jetzt weiterfahren können und mit unserem Studium. Ich glaube, es ist seit unserem letzten Gespräch bei uns allen sehr, sehr viel geschehen. Jeder spürt es wahrscheinlich so auf seine Art und Weise. Und wenn es nicht im Leben, im Außen sichtbar ist, dann will das noch nichts heißen. In unserem Inneren, in unserem Energiesystem läuft gerade mächtig viel ab. Und es kann ganz schön anstrengend sein, entweder mental oder eben direkt auch physisch oder auch mal emotional, wo man einfach merkt, hey, es ist immer irgendwas, ständig ist irgendwas. Ich komme so nicht aus diesem ständigen, ich muss irgendwo schwimmen, agieren, handeln, entscheiden, wieder raus. Und damit wir eben in solchen hochenergetischen Phasen mehr oder leichter wieder mit uns verbinden können, ist das Atmen etwas total Zentrales. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt eine kurze Atemübung machen. Das ist eine sehr einfache Übung, die aber unglaublichen Mehrwert gebracht hat in mein Leben. Ich habe die von einem Therapeuten weitergeleitet bekommen, den ich aufgesucht habe wegen Verspannungen. Und er sagte mir, mach mal Square Breath. Was? Und wer das von euch schon kennt, ist vielleicht genauso begeistert wie ich davon. Es geht eigentlich nur darum, dass man 4 Sekunden zum Beispiel einatmet, dann 4 Sekunden den Atem hält, wiederum 4 Sekunden ausatmet und wieder 4 Sekunden den Atem hält. So kann man sich so ein Viereck atmen. Ne? Und mit der Zeit kann man 5, 6, 7 Sekunden bis 10, bis 20, so gut halt wie du tief und bewusst atmen kannst. Und gerade diese Augenblicke, wo wir den Atem halten, kann es schon mal dazu kommen, dass wir uns unangenehm fühlen. Also weil wir dann gerade so in eine aus der Komfortzone herauskommen, das unangenehm wird. Und genau dieser Augenblick ist so wichtig, weil du da lernst, dich zu führen, dir zu vertrauen und natürlich noch ganz vieles mehr. Also wollen wir doch das mal gemeinsam praktizieren. Ich werde immer wieder auf 4 zählen und dich anleiten. Du kannst also ganz entspannt jetzt einfach mal deine Augen schließen. Schöne Seele. Nochmal so richtig Kontakt aufnehmen mit deinem Körper. Und vielleicht magst du dich irgendwo berühren, wo es dir jetzt einfach gerade gut tut. Und dann lass uns gemeinsam einatmen. 1, 2, 3, 4. Und halten. 1, 2, 3, 4. Und ausatmen. 1, 2, 3, 4. Und halten. 1, 2, 3, 4. Und beim Einatmen fülle deine Lungen ganz. 1. Und halten. 1, 2, 3, 4. Und ganz ausatmen. 1, 2, 3, 4. Und halten. 1, 2, 3, 4. Und jetzt zähl du mal innerlich.
Und lass ihn fließen, deinen Atem, ganz normal, ganz frei. Und wenn du magst, wiederhole das vielleicht heute ein paar Mal während des Tages über, immer mal wieder, oder vor allem lohnt es sich abends im Bett. Es hilft total gut, in die Entspannung zu kommen oder vor Meditationen oder als Atemmeditation direkt. Du wirst sehen, es wird dir helfen. Es wird dir wunderbar helfen. Erstens, dich mit dem Körper zu verbinden, ruhiger zu werden. Und mir hilft es total auch, eben das zu zählen, weil ich dann meinen Verstand auf ganz was Banales konzentrieren kann und somit immer mehr runterkomme. Immer mehr einfach alle anderen Gedanken ausblenden kann. Und wenn ich dann soweit bin und wirklich dann wieder frei atme, dann habe ich echt so eine Stille in mir. Das ist wunderschön. Wünsche ich dir. Doch was wir jetzt auch noch machen bezüglich Atmen ist, was wir immer machen, ist atmen, fühlen, und lächeln. Und ich will euch jetzt noch einmal, jetzt wo wir fast alle sind, ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Channeling heute. Ich bin sehr gespannt, was Sascha mal mitbringen wird heute und wünsche euch jetzt soweit schon mal viel Vergnügen und bis gleich wieder. Also bleib im Atmen, bleib im Lächeln, bleib bei dir und fühle. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und es ist mir eine ganz besondere Freude, jetzt diesen Augenblick mit dir zu teilen, mit euch in dieser Gruppe, an diesem sogenannten virtuellen Ort, uns jetzt zu verbinden. Und ich kann euch wahrlich nur bitten, diese und andere Atemübungen regelmäßig zu praktizieren, vor allem in diesen Sommermonaten. Es ist nicht nur heiß, je nachdem, wo du lebst, im Sinne von Temperaturen im Außen. Es ist auch ziemlich heiß, was da an Energien auf euch zukommt, sprich schon da ist und vor allem noch viel heißer ist, was aus deinem Innersten berührt, reagiert anhand dessen, was im Außen aktiviert ist oder wird. Du darfst dich also auf sehr spannende Sommermonate einstellen, aber vor allem auch im Prinzip auf einen sehr großen Wechsel, Wandel in dir und um dich herum. Deswegen ist es sehr zentral, immer wieder die innere Ruhe aufzusuchen. Und ganz besonders dann, wenn sie scheinbar abhanden gekommen ist. Denn du weißt jetzt, es ist nur ein Fokuswechsel. Nur weil dein Körper vielleicht in Aufruhr ist oder deine Emotionen hektisch flimmern und du deinen Körper spürst und trotzdem außer dir bist, das bist alles nicht du. Du bist sinngemäß die beobachtende Instanz, das wahrnehmende Element. Und sobald dir das wieder einfällt, sobald dir das wieder zugänglich wird, bist du so schnell aus den Emotionen, aus dem physischen Stress oder aus der unangenehmen Situation, in die du dich hineingelenkt hast oder, man darf schon noch sagen, manchmal einfach im Außen so geschehen ist, dann bist du da wieder draußen, kannst bei dir anfangen und aus der Ruhe kommt die Kraft. Deswegen wollen wir uns heute unbedingt darüber unterhalten, wie das so funktioniert, die eigenen Kräfte zu entfalten. Seien das die Heilkräfte oder seien es andere Kräfte. Andere zu heilen, dich selbst zu heilen, Entscheidungen zu fällen, dich selbst in medialere Gefilde hinein zu begleiten. Wie kannst du deine Kräfte entfalten? Da hätte ich also gerne von euch dann Fragen im Anschluss dazu. In allerbunterster Form, bitte ganz, was euch bewegt.
Aber bevor wir uns in dieses Thema jetzt hineinwagen, ist es mir wichtig, noch einmal mit dir ganz bewusst in diese deine eigene Kraft eben einzutauchen, die es zu entfalten gilt. Nicht nur in diesem Leben, sondern ganz allgemein. Und mit diesem Leben meine ich dich. Die ganze Welt, das Universum strebt nach Entfaltung. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Etwas, was du im Prinzip nicht so fördern musst, mit ständig hinten dran sein und unglaublich diszipliniert deinen Weg gehen. Je natürlicher du, je entspannter du an diese Sache herangehst, deinen natürlichen Wachstumsprozess zuzulassen, zu begleiten, zu entdecken, umso leichter wird es dir fallen, eben deine Kräfte zu entfalten. Also atme, schließe deine Augen, fühle gut in dich hinein und finde dein so wunderbar charmantes Lächeln auf deinem Gesicht wieder. Und fühle den Rhythmus deines Herzens. Und lass ganz lichtvolle Kraft von deinem Herzen mit jedem Herzschlag nach unten fließen, durch deinen Solarplexus hindurch, hinein in dein Hara Chakra und mit dem nächsten Atemzug noch tiefer hinein in dein Wurzelchakra. Und von da aus ganz energiegeladen hinein in die Erde bis zu ihrem Mittelpunkt. Bleib im Atem und in dieser Verbindung und lasse durch deinen Herzensrhythmus getragen Energien nach oben fließen, hinauf und hinein durch dein Halschakra, dein drittes Auge und weiter mit dem Atemzug hinein in dein Kronenchakra. Über dich hinaus in die Chakren, die über dir schweben sozusagen. Und weiter hinauf, dehn dich aus. Und finde mit deinem nächsten Atemzug noch einmal in deinem Herzensraum dich ein. Begrüße dein Herzchakra. Lass es schwingen. Das geschieht einfach über deine Vorstellung, durch deine innere Information über das Wort. Und es schwingt schon aus seiner reinen Natur heraus. Und jetzt bleib in dieser Energie, in dieser so lichtvollen, klaren und ausgerichteten Kraft. Öffne die Augen und sei ganz präsent.
Denn von hier aus gehen wir weiter. Es ist ratsam, deine Chakren, deine Energiezentren zu aktivieren, sie gedanklich zu streifen, sie mit Atem zu füllen. Es gibt so unzählig viele Meditationen dazu. Wähle eine aus, die dir entspricht, oder erfinde eine. Schöpfe etwas, das für dich in diesem Augenblick unterstützend ist. Wenn du das morgendlich und abendlich wiederholst, durch ein paar Atemzüge diese Punkte aktivierst, wirst du spüren, dass du sehr viel mehr Kraft zur Verfügung hast. Und wir werden uns überhaupt auch noch über die Chakren unterhalten in nächster Zeit. Also jetzt aber erstmal eure Fragen zum Thema die eigenen Kräfte entfalten. Und es darf sehr gerne natürlich in Bezug auf persönlich erlebte Themen sein. Beredet euch miteinander, unterstützt einander. Und anschließend werde ich gerne Rede und Antwort stehen in Bezug auf das, was erarbeitet wird. Danke, sage ich, für deine Offenheit, für deinen Lebensweg und vor allem für deinen wunderbaren Atem, den du in die Welt hinein gibst. Denn jedes Mal gibst du ein bisschen von dir mit. Danke. Bis später. Ja, unsere Kräfte entfalten. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und schon sehr gespannt dann auch auf den Tag, auf dem oder an dem wir uns über die Chakren unterhalten. Interessiert mich sehr. Gut, dann freue ich mich, euch jetzt in die Gruppen zu klicken und bin dann sehr gespannt, was ihr da ausarbeitet. Auch von meiner Seite. Bis gleich. Gut, ihr Lieben. Dann, oh ja, hier noch ein Mikrofon stumm. Zack. Dann wünsche ich euch von meiner Seite her viel Vergnügen. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen, die da erarbeitet wurden. Und bis später wieder sozusagen. Atmet doch mal mit mir nochmal tief ein und aus. Und lade dein geistiges Team ein. Erinnere dich nochmal an diese unglaublich schöne, lichtvolle Säule, die wir doch da vorher geschaffen haben. Stell dich wieder rein in deine Verbindung nach unten, nach oben. Ich grüße euch zum Zweiten. Nach wie vor am oder im Draht, Saint-Germain und du, schönste Seele. Wenn ich dich so anschaue, sinnbildlich jetzt mal gesagt, von außen her betrachte, dann sehe ich etwas Wundervolles. Ich sehe eine Kraft leuchten in allen Farben, die du dir vorstellen kannst und in noch sehr viel mehr. Du bist ein Wunder. Du erfährst dich als das unglaubliche und unendliche Bewusstsein in einer endlichen und begrenzten Form. Mensch, betitelt genauer mit deinem persönlichen Namen. Und genau dieser Punkt, mein Name, mein persönliches Leben, meine Kräfte etc. sind auf der einen Seite hochinteressante Studienobjekte und auf der anderen Seite die größten Stolpersteine, die man sich so ausdenken kann, weil man genau da immer mal wieder ins Netz sich verheddert mit dem Ich bin persönlich, ich und mein Leben, und gleichzeitig beginnt ja jetzt in dir eben dieses Urwissen, dieses Urvertrauen, diese unendliche Kraft des Verständnisses, sich breit zu machen. Du bist reines, pures Bewusstsein. Unendlich und schon seit jeher. Und dieses Ich-Bewusstsein, ich Mensch, ich klein und in Schwierigkeiten manchmal, fließt ein in dieses Sein, unendlich große Sein. Und dieser Übergang, der nimmt sich Zeit. Und das ist gut so.
Denn es ist ein unglaublich brillanter Schritt in der Evolution der Menschheit. Und er soll genossen und mit viel Liebe und Hingabe erlebt werden, denn in dieser Form ist er einmalig. Aber er wurde von vielen Sternengeschwistern in diesem Sinne schon erlebt. Das heißt, er ist vorgemerkt, er ist da, der Wegweiser. Vielleicht nicht ganz physisch sichtbar für deine Augen und wohl auch nicht immer ganz merklich klar erkennbar für dein Ego, für deinen Menschenverstand, für den Teil in dir, der gerne ganz klare Richtlinien hätte. Aber in dir schwingt ein tiefes, altes Wissen jetzt an. Das Wissen darum, dass du anwesend warst auf anderen Planeten, in anderen Sternensystemen, währenddem diese ihren Aufstieg, das, was jetzt hier auf dieser Erde geschieht, schon erlebt haben. Du warst damals da, als es ums Vorbereiten ging, und du warst da, als es darum ging, diesen Prozess mitzugestalten. Wenn ich also sage, deine Seele weiß, was sie tut, dann meine ich das wirklich ganz ernst. Sofern man aus meiner Sichtweise mit Ernst in Verbindung gebracht werden kann. Aber ich meine es wirklich so. Der Anteil in dir, die Essenz dessen, die diesen physischen Körper erfüllt, ausfüllt, umhüllt, das, was du bist, ist angebunden an noch sehr viel mehr. Und diese Anteile, dieses Bewusstsein, dieses große Ganze hat unglaublich viel Erfahrung. Du kannst dich auf dich verlassen. Du kannst dich auf das Leben verlassen, denn das Leben ist reine Ursache und Wirkung. Und du setzt jeden Tag Ursachen, ja. Und du erlebst deren Wirkungen immer und immer wieder. Bleib dir treu heißt, bleib hier und entfalte dich. Und ich glaube, genau zu diesem Thema haben wir Fragen von der ersten Gruppe zu erwarten. Bitte schön, was bringt ihr mit heute? Wie gestaltet ihr dieses Channeling heute mit?